Tag auch. Hier bin ich wieder. Habe wieder Verbindung. So, und ja. Ich habe, also hier ist gestanden, Verbindung verloren und so ein Blödsinn. Und dann hat es irgendwie so ausgesehen, als ob ich das Gespräch irgendwie übersprungen hätte oder so. Aber nein, wie ich das Spiel wieder geladen habe, ist das Gespräch hier weitergegangen. Also, wir haben nichts verpasst. Super. How? Because I'm a master of true astrology. If you've no other questions, let's be off. Also, ich habe noch Fragen. Fine. I'll exercise a little I am astrologist Mona Magistus. Das But weiß I'm on ich a mit mission from my dem Dings, mit master dem to retrieve Master, It ja. was part of an agreement she made with a friend. Ja. What getting some box back? Well, So. that's because my master and her friend contended in So, the... deine Stärke Well, beweisen. I want to... Now, from my Das Gespräch geht schon predictions, von I los. know Okay. that my master's Hier auch friend has... denken Like können. me, that successor must also be one who has surpassed... But I would prefer to assure my victory in Ich weiß this doch gar nicht, contest. was da She geht. get involved in this anyway. The knowledge passed down to me from So. my master must be passed on in turn. Aha. If I were to bring my disciple to meet her, then the lead is already mine, no? Achso, vielleicht ist auch irgendwann ein Gespräch vom abgeschnitten gewesen, aber ich habe es jetzt lesen können, so halbwegs. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel weggeschnitten jetzt. Man kann auch sagen, dass er das irgendwie schon vorher beendet gehabt hat und so. Ah, ja, And you ich hoffe, es are passt. Mondstadt's great hero, my equal in status. So, Abgelehnt. Wieso bin ich jetzt plötzlich deine Schülerin? come on, you don't actually have to become my disciple. You just need to act the part. There's something in it for you as well, should you come with me to get that box. Once I meet that successor and have a chance to exchange knowledge with them, I should be able to read your fate more accurately. Then I will have answers for you, even regarding such distant and foggy matters as gods and kin. That does seem much faster than searching the land country by country. Diese Bedingungen klingen ganz gut. Vielleicht sollten wir wirklich mitmachen. A wise decision. Ja. That said, I would like to pay a certain place a visit before we go. Hinter There's a den small Sternen. inn near Mount Tianhong that never sees a lot of business, even though its food is always great value for the money. The owner has always been good to me. Das will ich nicht. Der gar nicht. Hast du jetzt schon alles gesagt? Oder habe ich wieder was verpasst? Wegen meinem blöden Herumgeklicke hier. Warte mal, ich müsste mal wieder rauszoomen. So, Twitch sagt zwar noch, dass Bitrate schlecht ist und so, aber... Nö, OBS sagt alles super. Wunderbar. OBS überträgt alles. Perfekt. Glatte Monat, um dich von Herrn zu verabschieden. Das mache ich. Tag auch. Meine Lämmerfrüchte zuerst holen. Gut, dann mache ich das zuerst. Well, it's no wonder that an inn set up here has no business. Mona, oh, you've come at just the right time. Did you see a jade ring while you made your way here? A jade ring. Can't say I have. Oh, that's not good. That ring was given to me by my mother, but while my back was turned, it was swallowed up by a slime. That should be no trouble with Mona here. She's really good at astrology. Absolutely not. Astrology is meant to be used to gain insight into reality and observe destiny itself. It's certainly not for such mundane affairs. But didn't you say that the owner here's been good to you? This is a matter of pride and one's state of mind. If an astrologist thinks that their arts can solve all problems, they will be forsaken by the starry ether. Their divinations will lose the power to guide and will not be able to pierce the fog of the unknown before them. Principles are principles. Aha. Such a powerful ability, and you don't use it to earn a living? What a shame. Well, I was going to put up 20,000 mora as compensation, if you were willing. 20,000? Was denn? Das ist so bleich aus. Oh, it's nothing. I was just thinking that the person who finds that ring must be lucky indeed to be able to earn 20,000 mora just like that. Du warst gerade dabei, von der Würde eines Astrologen zu sprechen. Du warst gerade dabei, von deinen Prinzipien zu sprechen. Yes, of course. Still, the owner's business has had it pretty hard.
It must be a truly extraordinary ring to be worth spending this much more to find. It wouldn't be right for us to leave like this, so let's help to search for it. There may be other means we can employ besides astrology. Oh, Paimon knows where this is going. I know. I'll leave this one to you. This is the first mission I'm giving you as your master. Ja, sicher, jetzt bin ich wieder dran. Since it was swallowed up by a slime, maybe we can use elemental bait to lure all the nearby slimes to us. You remember the stuff we helped Master Diluc make? Mhm. And Paimon actually kept a small amount. Du bist echt unfassbar. Ich hoffe, das war nicht als Zwischenmahlzeit gedacht. Paimon's the very best partner, right? Seems like you already have a plan. Na sicher. Yep, we'll be back in a jiffy. Das wird ein Klacks. So, wo The locken wir den? elemental bait's really strong. It will attract all the slimes in the area. Even if they're just slimes, they can be dangerous together, so we'd best prepare ourselves. Na klar, ich habe mich schon super vorbereitet. Hier Schleim an und hol dir Herrn Zus verlorenen Ring zurück. Bumm. Ja, besiege die Schleim und suche nach dem Ring. Wo sind's denn? Hier. Lul. Die hüpfen da aneinander. Wingblade! So, aber. Besetzt. Wurscht. Oh, der grüne der noch. Ah. Ja, wenn ich das mache natürlich. Come a little closer. Weg. Hallo. Hallo. Endlich. So, sprich mit Paimon. Found it! This must be the ring! It's so pretty. Paimon's sure it's worth a ton of... Paimon wasn't having any bad thoughts? Let's bring the ring back to Mr. Zhu. Das ist eine gute Idee. Das wollte ich auch gerade vorschlagen, natürlich. So. So, haben wir Lisa noch ein bisschen. Guten Tag. Sekunde. This life isn't bad either. That's it. That's the one. I thought it was lost forever. You actually found it. Not bad. Mr. Zhu, you must take care of such precious things a bit better. You might not be so fortunate next time. You're absolutely right. How would I have faced my family if I had lost the 253rd ring my mother gave me? Punkt, Punkt, Punkt. Let me explain. My family owns 3 jade mines, and in order to ensure that I would be able to find myself a good wife, my mother had many jade accessories made as heirlooms. I think there might be over 500 of them. Then why would you feel the need to set up an inn here? Well, inheriting the family business too early unavoidably made things boring. Thank you, all the same. Here's the Mora, as agreed. Please take it. Then I'll take it gladly. Das ging aber schnell. Selbst Paimon war nicht so schnell. But we did all the work. A disciple should act like one. How can they steal their master's thunder? Ich sehe es ja ein. Ich habe nie zugestimmt, wirklich deine Schülerin zu sein. Didn't we say we were just playing pretend? Well, you need to start practicing now. If my rival is as smart as I think they are, they will figure you out in a heartbeat. Gerummel. What was that rumbling sound? Oh, right. You mustn't have eaten in days. I'm very sorry. I forgot that you have no... That didn't happen. Forget it. Well, I suddenly feel that you have indeed contributed to our good fortune. I say we spend this money on treating you to a fine meal.
If we Krass. travel north, we'll reach the Wongshu Inn. I hear the food there is really good, so let's go. No need to thank me. I'm just doing as a good master should. Na Did klar. she say she was treating us? Is Paimon hearing things? Da müssen wir hin und das wolltest du doch sagen, oder? Mann, ist die nett, das wolltest du doch sagen, oder? Let's go after her for good food. Essen. Richtig. So. Wie nett, dass sie das für uns tut. Dass sie wegen uns in das Restaurant hier gehen will, damit wir essen können. Das ist einfach... So was Nettes hat noch niemand für mich getan. So, ich muss dorthin, aber hier gibt es noch eine neue Mission. So, weiter unten. Okay. Tag auch. Das ist doch der Koch, der hier gekocht hat, oder? Wahrscheinlich hat der Koch hier gekocht. Ah, was soll ich tun? Was stimmt nicht? Ah, du bist es. Alles in Ordnung. Außer, dass ich mich vielleicht bald nach einer neuen Arbeit umsehen muss. Neulich bat mich der Verwalter, ein neues Gericht zuzubereiten, das mehr Gäste anziehen würde. Es sollte hübsch anzusehen und lecker, aber auch stilvoll und künstlerisch sein. Oh, und Persönlichkeit sollte es auch haben. Ich habe versucht, mir im Laufe der letzten Woche etwas Zufriedenstellendes einzufallen zu lassen. Doch der Wirtin hat kein Gericht gefallen, das ich vorgeschlagen habe. Was hast du für sie gemacht? Ich habe alles gegeben, wirklich. Ich habe alles eingesetzt, was ich in meiner Zeit als Koch in den Bergen gelernt hatte. Kandierte Seidenblumen, Lotussamen, Enteneintopf mit Xin, gedämpfte Fleischbällchen mit Krebsrogen. Doch er schüttelte bei allem nur seinen Kopf und wollte, dass ich weiter daran arbeite. Aber ich bin wirklich an meine Grenzen. Ach richtig, ich muss noch etwas für diesen Schmarotzer kochen. Wird Zeit, dass er herkommt. Meinst du Yangsu? So eine Grenze ist schon erreicht? Wenn du noch andere Parasiten kennst, die hier schamlos jeden Tag angekocht kommen und um Essen betteln, da du schon mal hier bist, warum isst du nicht auch etwas? Du kannst dich dort drüben hinsetzen. Ich bringe dir das Essen, wenn es fertig ist. Oh, dann gehen wir zweimal hintereinander essen. Das ist auch gut. Setze dich an den Tisch. Nimm Monas Einladung an. Hä, was, wie, wo? Nein, mach jetzt das andere. Das ist die Götter. Achso. Oh. Tag. Sitzen. Sitzen. Nein, Alter, nerv nicht. Jetzt kann's nerven. Die Fleischbällchen sind ganz und gar nicht schlecht. Das Fleisch zergeht geradezu im Mund und auch die Brühe hat einiges an Geschmack auf Lager. Da ist Krebsrogen im Fleisch. Kein Wunder, dass es so außergewöhnlich frisch schmeckt. Komm, Reisender, probier noch eins. Ich zeige dir, wie man es macht. Nimm zuerst die Essstäbchen und das Fleischbällchen zu teilen. Dann lässt es die Brühe aufsaugen und isst es mit etwas Reis zusammen. Sehr nett von dir, du redest wie ein Experte. Du isst nicht mit uns? Du genießt das Essen lieber. Es könnte die letzte Mahlzeit sein, die ich hier gekocht habe. Letzte Mahlzeit, die du gekocht hast? Wer hat das gesagt? Oh nein, ist es meinetwegen? Hat der Verwalter genug von dir, weil du mir immer etwas zu essen gegeben hast? Scheint mir ein bisschen ungerecht, wenn man bedenkt, dass ich die Gaststätte stets kostenlos mit einigen meiner besten Fänge versorgt habe. Das sollte zumindest einen Teil meiner Rechnung abdecken. Abgesehen davon ist der Verwalter nicht gerade bekannt dafür. Mach mal halblang, es waren nur ein paar Fische und die meisten sind am Ende in deinem eigenen Bauch gelandet. Also eigentlich... na gut, ich werde es dir sagen. Lächelnde Yangxiu erzählt über... ich muss erstmal den Namen richtig lesen können. Hübsch anzusehen, lecker, stilvoll, künstlerisch und mit Persönlichkeit. Haha, ich bin nicht sicher, ob tatsächlich irgendwelche Gerichte der Welt den Ansprüchen des Verwalters gerecht werden würden. Findest du das etwa lustig? Wir werden ja sehen, wie viel du noch zu lachen hast, wenn du das nächste Mal vorbeikommst und ich nicht hier sein werde, um dir kostenlos was zu essen zu geben. Ist schon gut, das ist wirklich nicht lustig. Deshalb siehst du heute also so besorgt aus. Es ist schwierig, gute Laune zu haben, wenn ein Chef plötzlich von dir erwartet, Wunder zu vollbringen. Es könnte eine Lösung dafür geben. Obwohl ich selbst nicht kochen kann, kannte ich ein Rezept für ein einzigartiges Gericht. Dieses Gericht ist mir auf einer Reise ins Ausland begegnet, als ich Gast im Haus einer der großen Tiere dort war. Sie nannten es Hühnerpudding. Wenn man es ansieht, würde man nicht denken, dass es ein Fleischgericht ist. Das ist so delikat wie Tofu-Pudding, aber mit starken Noten von Kräutern und Fleisch. Ein seltenes Fleischgericht, das die vegetarische Küche imitiert. Als ich es probiert hatte, war ich so neugierig, dass ich meinen Gastgeber nach dem Rezept fragte, doch ich bin ein schlechter Koch, deshalb verstarb das Rezept seitdem bei mir. Ich bin überrascht, dass du es geschafft hast, ein solches Rezept in die Finger zu bekommen. Das muss wirklich ein sehr schwieriges Gericht sein. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hau wieder mein Mikro, Alter. Was ist los mit mir? Das sieht doch gut aus, oder? Naja, ein paar Schrammen, aber sonst geht's. Ich habe jemandem geholfen und als Dank wurde ich zum Festessen eingeladen.
Der Küchenchef, der sich dieses Rezept hat einfallen lassen, hatte nichts dagegen, es mir zu verraten. Er war sich sicher, dass man die Leute, die talentiert genug sind, um dieses Gericht zuzubereiten, eher an einer Hand abzählen kann. Kein Zweifel, dem Küchenchef zufolge müssen die, die das Rezept zubereiten wollen, nicht nur in der Kunst des Kochens bewandert sein, sondern auch in der Schwertkunst. Was für ein Gericht erfordert denn das gekonnte Schwingen eines Schwertes? Ich kann Fleisch ganz wunderbar mit einem Messer hacken. Ich fürchte, du würdest eher das Schneidebrett in zwei Hälften schneiden, als das Fleisch mit einem Messer fein genug zu hacken. Mir würde gesagt, dass das Hackfleisch das Highlight dieses Gerichts ist. Daher ist eine feine Schwerttechnik der Schlüssel zum Erfolg. Zuerst muss man das Fleisch portionieren und mit der Klinge des Schwertes zerkleinern. Dann benutzt man die Rückseite des Schwertes, um es weiter zu zerkleinern und dann... warte einen Moment. Dein Rezept taugt nicht für uns. Ich bin kein guter Schwertkämpfer und du bist kein Koch. Wie können wir einen guten Schwertkämpfer finden, der auch noch gut kochen kann? Diese Person ist einfach hier unter uns. Ich kann tatsächlich kochen. Ganz genau, du kannst gut mit sowohl dem Schwert als auch mit dem Herd umgehen. Wie wäre es, wenn wir die Reisenden versuchen lassen, dieses einzigartige Gericht zu kochen? Aber der Verwalter wollte, dass der lächelnde Yang Xiao... Nun, der Gastwirt hat dem lächelnden Yang Xiao nur gesagt, dass er sich ein neues Gericht ausdenken soll. Er hat nicht gesagt, wer es kochen soll, also ist es immer noch eine offene Frage. Habe ich recht, Koch? Ah, richtig, deine Logik ist einwandfrei. Aber welche Zutaten brauchen wir, um einen Hühnerpudding zu machen? Nichts Besonderes wirklich, nur etwas rohes Geflügel, Schinken, Vogeleier und Goldfischgrat. Wir haben noch etwas Geflügel und Schinken, aber keine Vogeleier und kein Goldfischgrat mehr. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich diese Mazuk-Rühreier nicht gemacht. Herr Reisender, dürfte ich bitte dich behelligen? Könntest du mir ein Vogelei und ein Goldfischgrat besorgen? Wenn du sie gefunden hast, werden wir den Hühnerpudding gemeinsam ausarbeiten. Natürlich werde ich mich für deine Hilfe revanchieren. Was habe ich gerade gesagt? Revanchieren, ich danke dir im Voraus. Ja, hab die Zutaten. Wieder links die Zutaten. Hast du die Vogelei und Goldfischgrat gefunden? Yes. Und yes. Ich habe nicht mehr viele Vogeleier übrigens. Da muss ich schon noch ein paar holen. Gut, wir haben alle nötigen Zutaten. Beginnen wir mit der Zubereitung. Und wo komme ich ins Spiel? Was soll ich als erstes tun? Nun, vielleicht kann uns Herr Trittbrettfahrer mit ein paar Anweisungen unterstützen. Okay, zuerst portionierst du das Fleisch auf dem Tisch mit einem Schwert und schneidest es in kleine Stücke. Dann hacke es, indem du es langsam in eine feine Paste verarbeitest. Schneide das Fleisch. Das da? Okay, das ist gut. Jetzt gieße noch etwas Wasser in diesen Topf. Gieße reines Wasser in den Topf. Okay, ich werde genau das tun. Entfache erst ein Feuer. Ja, sicher. Nice and spicy. Wie? Soll ich da was Bestimmtes machen? Wasser, oh. Hat das was damit zu tun? Ah ja. Nur das Feuer für den Herd. Ja gut, das hätte ich vielleicht. Du musst die Hitze im Zusammenhalten und nicht irgendwie das Fleisch lassen lassen. Sprich mit dir zu, ja. Gut, dass das ganze Hotel hier nicht angezündet wird. Lass mich probieren. Dieser Geschmack, so reichhaltig und frisch, aber das Mundgefühl ähnelt dem eines Tofu-Puddings. Sieht auch ziemlich vorzeigbar aus und erfordert wirklich exquisite Verarbeitung. Die Idee ist auch interessant, ein Fleischgericht, das die vegetarische Küche imitiert. Ich bin mir sicher, dass viele das gerne selbst ausprobieren werden. Nicht schlecht, überhaupt nicht schlecht. Ich bin mir sicher, dass es nach dem Geschmack des Verwalters sein wird. Was für eine Überraschung. Es hat sich herausgestellt, dass du fähiger bist, als ich dir zugetraut hatte. Wer hätte gedacht, dass ein Schmarotzer wie du sich dieses Rezept so gut merken kann? Haha, ich kann es dir auch sagen. Früher dachte ich, dass dieses Rezept eine Art geheime Schwertkunst in sich trüge, also studierte ich es Tag und Nacht ohne Unterlass. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, muss ich ein absoluter Verrückter gewesen sein. Es war nur ein Rezept. Warum sollte da irgendetwas über Schwertkampf drinstehen? Und das ganze Training ist für jemanden zu suchen und Gerechtigkeit zu fordern. Das war alles. Ha, das war eine großartige Tat. Und jetzt sprichst du so zaghaft darüber. Haha, nun, nachdem ich diese Gerechtigkeit geübt habe, kam ich hierher. Glücklicherweise war der Verwalter damals bereit, mich aufzunehmen und mich hier herumlungern zu lassen. Ich bin jetzt frei von jeglicher Begierde. Ich möchte mein Schwert nicht mehr schwingen und habe auch keine anderen Talente. Haha, ich schätze, für den Rest meines Lebens hier zu bleiben, ist gar nicht so schlecht. So, jetzt sollte ich dir wohl eine Kopie des Rezepts geben. Du kannst es selbst machen, wenn du die Zeit hast. Es ist ein bisschen mühsam, aber es schmeckt ziemlich gut. Danke, wirst du weiterhin hier bleiben?
Gut, lass uns dieses Gericht zuerst beiseite stellen. Wir können es dem Verwalter zeigen, sobald er hier ist. Und danach, hey, Herr Trittbrettfahrer, geh nicht weg, komm hier rüber. Oh, was willst du? Ich habe kein anderes Rezept für dich. Komm schon, hast du nicht gesagt, dass du dich nur mit dem Schwert auskennst? Gut, dann zieh das Schwert heraus. Ich bringe dir bei, Fleisch zu schneiden. Fleisch hacken, aber ich fürchte, du wirst es ziemlich schnell kapieren. Heute Fleisch hacken, morgen ein Gericht zu bereiten. Lerne ein paar davon und schon hast du eine neue Fähigkeit erworben. Was hat das zu bedeuten? Ich bringe dir das Kochen bei, sodass du nicht mehr bei mir schmarotzen wirst. Na dann, komm schon, zögere nicht. Wenn du weiter trödelst, kannst du vergessen, dass es morgen Fleischbällchen zu essen gibt. Warte, was? Hör auf, so kannst du mir nicht drohen. Schon gut, ich werde es sagen, ich werde es sagen. Ach ja, dessen kann man jeden ködern. Was? Wieso kommst du jetzt schon wieder in der Küche gestolpert? Ich weiß nicht. Tut mir leid. Tschüss. Hä? War das gerade? Mazapine-Pudding. Natürlich. Damit den Bild schon bekommen. Jetzt können wir wieder wechseln. Müssen wir nämlich auch weiter runter. Da haben wir dann auch schon wieder eine neue Mission. Das Mona und die neue Mission ist da unten. Die werden wir dann hoffentlich noch finden. Nee, erstmal nicht. Aber ich kann mir diese Dämmerfrucht von dir, gell? Since it's Mona's treat, we can order whatever we want, right? Ach, zum Glück muss ich nicht mehr selbst vorlesen. Of course. I am a most generous master, after all. But only if you can finish it all. Wasting food simply will not do. Excuse me, what would you like to order? Diese goldenen Garnelenhäppchen, diese vegetarischen Seeohren, dieser Tofu mit Krebsaugen, diese Suppe mit Bambus- und Fleischanlage. These are made using large, succulent shrimp wrapped in crispy fried potatoes. They have an amazing texture. Ah ja. Diese vegetarischen Seeohren. It's exactly what it says on the label. Abalone made from vegetarian ingredients. It's just as good as the real thing. Oha. Dieser Tofu mit So Krebsaugen. tofu could not be a more ordinary ingredient. It and crab roe are truly a match made in heaven. It's one of our specialties. Ah ja. Und diese Suppe mit Bambus- und This Fleischanlage. is a favorite among our regulars. Bamboo shoots, meat, and ham are cooked together, creating a richly flavored soup. Pour a few spoonfuls into each bowl of rice you eat. You'll never get enough of it. Pur. Perfekt. Ich nehme alles. All of them? We only have 3. No, 2.5 people? Isn't that too much food? That's not how you count it. Besides, Paimon hasn't even ordered yet. Squirrelfish, Juyu chili chicken, and jewelry soup, please. Sure. And is there anything else you'd like to order, ma'am? I'd just like to ask, how much do the current dishes cost in total? Around 20,000 mora. I'll just have some vegetarian noodles, please. All right. A bowl of vegetarian noodles, was it? Please wait a moment. We'll serve you shortly. Köstlichkeiten werden aufgetischt. Bei Mandru hat zusammen rein, wenn ohne Monat die vegetarischen Nudeln I've isst. been thinking about something since we started eating. Warum hat sie nur eine Schüssel Nudeln bestellt? Is it? Because she actually doesn't have money? I heard that. I said I was treating. How could I be rattled by something as mundane as Mora? An astrologist's mind is set on studying the stars. Being so easily disturbed by such banal matters would hamper my judgment. Especially the act of overly gratifying oneself using Mora. It is both vulgar and dangerous. So, not eating the dishes we ordered is also part of an astrologist's pride? Paimon doesn't get it. But it feels kind of bad that only we got to feast. Mal sehen, was ich da tun kann. Oh, yes, we can do that. Just give us a minute. You don't use more to fulfill your desires, so it's fine as long as you're not buying anything, right? Let's go borrow the kitchen from the innkeeper. Really? Muss ich wieder zur komischen Küche? Ja, okay.
Wäre egal gewesen, jetzt sowieso wieder rauf müssen. Und da die Treppe jetzt schon fertig ist. Die habe ich ja schon bei ein paar Nebenmissionen repariert. So, und dann bleibt doch noch die eine Mission da unten dann noch. Okay, jetzt mit der Treppe dauert und noch ein bisschen. Hätte vielleicht doch einfach auf den Aufzug warten können. Möglicherweise sogar schneller weit kommen. Das ist der Wirt. Ah, okay. Hello. How may I help you? We'd like to borrow the kitchen here. Meine Freundin hätte gern ein besonderes Gericht. Meine Freundin hätte gern ein von mir persönlich zubereitetes Gericht. Ah, I see. In that case, sure. As long as you've prepared your own ingredients, feel free to use the kitchen. If I may add one more thing. You must be quite well versed in the art of cooking, yes? Natürlich, bei mir wird alles lecker. Talented indeed. Actually, I have a small suggestion to make. From your clothes, you're most likely not from around these parts. But since you've come to Liyue, would you like to try making Liyue-style cuisine? I have a recipe for golden crab with me. It's a Liyue cuisine classic. It's crab meat that's been rolled in flour, deep fried, and then pan-fried together with ginger and garlic. When you finally plate up, the crab seems to be lying on gold. Golden crab. Das klingt ein wenig kompliziert. Extra ein neues Gericht für Monat zu lernen ist vielleicht doch etwas. Golden crab! Golden crab! Ja, ich hab's verstanden. Golden Crab. Dann lerne ich das Rezept eben für dich. Then let's get to it. With your skills in the kitchen, this'll be a cinch. Na klar. Danke nochmal. So, gib Mona den Goldkrebs. Normal oder lecker? Habe ich schon? Habe ich schon? Wo habe ich ihn denn her? Wo habe ich ihn denn her? Da Goldkrebsrezept. Und noch ein anderes Rezept. Löschsuppe. Ja, schauen da aus wie ein Goldkrebs. Das ist da wahrscheinlich. Da von euch drei anscheinend. Okay. Naja, gut, dann. Also. Wollen nichts dran machen. Tag auch. There's no need to spend all that effort on me. I'm not in dire need of food. I am a little hungry, but it's not a big deal. Quatsch. Hier, nur das Beste für dich. This aroma is... Etwas, das zu den Nudeln passt. Das haben wir extra für dich zubereitet. I never thought it'd be so luxurious. Fine. Since my disciple has put in so much time and effort, I must, with great difficulty, accept. Ah, it's delicious. It's the most delicious thing I've eaten recently. I mean, I never knew that my disciple was this skilled. As your master, I am most comforted. Hauptsache ist, dass du satt wirst. Du scheinst es regelrecht zu genießen. I see that it's no boast to call them Liyue's delicacies. I suppose it wasn't too much to spend all this mora on. Ah, it's nothing. Nothing at all. Now that we've eaten and drank our fill, we should be off. If we travel north from here, we should reach the Stone Gate, and from there we will be within the boundaries of Mondstadt. What deep mysteries shall we acquire knowledge of? I'm looking forward to it. Und ich erst. So, setze dann also sofort und gehe zum Steintor. Das mache ich sofort. Wie unerwartet. Was ist unerwartet? Ursprünglich wollte ich in die Berge, um die Adepten zu suchen. Doch nun, da Liyue jeden Tag weiter seine Haut abstreift, gibt es für einen Poeten wie mich da keinen Grund, nicht ein paar Gedichte der Musse zu ersinnen. Doch die losen Worte wiegen schwer auf meinem Herzen. Ihnen fehlt der dichterische Geist, der sie zusammenhält. Über dieses Problem grübel ich dahin. Was meinst du? Ah, du bist doch kein Dichter, du kannst das nicht begreifen. Der Fluss der Worte ist ein Mysterium für sich selbst. Doch anders als Worte ist der dichterische Geist beladen mit verschiedensten Bedeutungen. Bedeutungen, die ich dir darlegen werde, im Austausch gegen einen kleinen Gefallen. Moment mal, was für ein Gefallen? Aha, keine Angst, das verhält sich so. Mein Gefühl verlangt von mir, Liyue ein Gedicht über sich selbst zu schenken. Darum muss ich meine Inspiration aus der Stadt selbst schöpfen. Du bist weit hergereist, sicher bist du auf vielen Gebieten bewandert, auch in dem der Geselligkeit. Vielleicht kannst du an meiner Stadt nach Liyue gehen, um Wissen zu sammeln.
Nein, solche Mutwilligkeit senkt die Aufgabe bloß zur Mittelmäßigkeit herab. Außerdem bist du, bitte erlaube mir meine Gedanken zu ordnen. Wie wäre es so? Streife nach Belieben durch die Stadt. Dann kehre zurück und berichte mir, was dein Auge gesehen hat. Ich werde das übernehmen. Richtig, ich werde auf dich zählen. Suche nach einer südlichen Angelstelle nach dichterischer Inspiration. Na, wenn's denn sein muss. Dann werden wir doch nochmal aufgehalten. Und zwar nicht so knapp. Nun gut. Mal schauen, ob wir da ein bisschen Inspiration finden. Oder vielleicht sogar was anderes. Hier tummeln sich viele Hunde. Wäre es wert, in einem Gedicht festgehalten zu werden? Dann halten wir es einfach mal fest. Vielleicht kann dieser Dichter etwas damit anfangen. Tag auch. Ah, gut. Wo suchen wir jetzt nach Inspiration? In der Bubu-Hütte. Stimmt das was? Kümmert euch nicht um mich. Ein ganz normaler Reisende. Oh, sieht ja diese Finken an. Darüber zu dichten macht sicher großen Spaß. Ja, ich sehe alle Finken, die du da beschreibst. Ja. Keine Ahnung. So. Ob es das ganze Geteleporte da was bringt. Wahrscheinlich mache ich es dann mir damit nur schwerer. Limbs are a requirement for locomotion. Auto reconfiguration is an essential function. I can't wait to see the adult. Same. Und da konnte ich ja dahin. Warum jubeln wir? Egal, sowas ist hier inspirierend. Sprich mit den Leuten an der Yuying-Terrasse. Hau! Alles ist gut, alles ist gut. Was ist gut? Oh, du bist das Reisende. In der Stadt gibt es einen großen Vorfall, nicht wahr? Gab es einen großen Vorfall. Darum ist es gut, dass danach nichts Schlimmes mehr passiert ist. Und noch wichtiger, es ist gut, dass alle Lebensmittelläden in der Stadt noch geöffnet sind. Was würde sonst aus all den Delikatessen werden, die ich so liebe? Ah, es geht also um Essen. Hey, sei nicht so abschätzig. Der beste Weg, um einen Ort kennenzulernen, ist schließlich die regionale Küche. Ah, alleine darüber zu reden, lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ich könnte einen kleinen Imbiss vertragen. Okay, um Essen geht's also, klar. Und mit wem darf ich noch sprechen? Mit Van Erje. Je mehr ich von dieser Oper höre, desto weniger verstehe ich. Stimmt das nicht? Oh, hallo Reisende. Nun, die Sache ist die. Im Teehaus Teju wurden jüngst ein paar neue Opern aufgeführt. Aber nun ja, sie sind höchst lebendig, so viel ist sicher. Doch ich scheine sie nicht ganz zu verstehen oder so zu schätzen zu können wie die jungen Leute. Und wie findest du das? Gute Frage. Persönlich habe ich nichts gegen die Klassiker. Schließlich bin ich sie gewohnt. Doch zugleich verändert sich die Liebe so viel. Ein paar neue Opern scheinen diesem Geist des Wandels gut zu passen. Aber alles geschieht so schnell. Die alten Opern wurden schon eine Weile nicht gespielt. Was sagst Labis wohl dazu? Nein, sprechen wir nicht davon. So, statt Bericht. Oder welchen immer der nochmal heißt. So. Tag auch. So, wie machen wir das am besten? So, das passt schon. So. Was hast du gesehen? Eine ganze Menge. Oh, für wahr, bitte teile es mir mit. An der Südwerft gibt es viele Hunde. Oh, gut, wie munter und beschwinglich. In der Bubu-Hütte leben viele Finken. Finken, ja, ein Zeichen des Friedens. Welch poetisch liebliches Symbol. Manche denke, man denke nur ans Essen, oder manche denken nur ans Essen. Ja, wurscht. Ha, das ist in Ordnung. Essen ist einer der
Haupttriebe und Lebensfreuden, besonders in so einer Stadt wie Liyue. Ja, das ist alles äußerst faszinierend. Ich zeichne es auf. Es könnte noch von Nutzen sein. Manche geschieht der Wandel zu rasch. Das war ebenfalls zu erwarten. Manche haben den Eindruck, dass Liyue jeden Tag seine alte Horde abstreift. Selbst ich komme da nicht immer mit und kann es jedes Mal gutheißen. Doch dies ist eine höchst allgemeine Beobachtung. Ein einzelnes Gedicht könnte damit überfordert sein. Gleichwohl halte ich es fest. Das sollte fürs Erste reichen. Wie ich sehe, habe ich meine Helfer wohl gewählt. Dies sollte für ein paar neue Bereicherungen in meiner nächsten Anthologie genügen. Ah, richtig, abgesehen von einigen materiellen Gütern habe ich ein kleines Geschenk für dich. Bitte nimm dies als Dank für deinen Beistand. Sobald meine neue Anthologie erscheint, kannst du diesen Namenszug gegen ein kostenloses Exemplar eintauschen. Hurra! Ein Autogramm, wunderbar. Etwas eintauschen. Aber dann habe ich ja nachher das Autogramm nicht mehr. Wurscht. So, in der Mission hier noch in der Nähe. Scheinbar nicht, aber ich kann in Liyue wieder was machen. Ansehensmäßig. So, jetzt müssen wir zum Sterntor. Das war ja, genau, da steht es ja schon. On the card. Oder Map, je nachdem. So. On the Map steht das alles schon. Na gut. Dann nicht. Muss ich doch, dass es funktioniert. Au. Der Tag auch. Sprich mit Mona, während sie sich außer Ruhe. Okay, okay. That was tiring, but we're finally in Mondstadt. The quest to plumb the wondrous depths of knowledge is indeed arduous. Paimon's not tired. Ugh, that's because you float. Well, it doesn't look like an astrologist is all that amazing either. That's because you have too many unrealistic fantasies about astrology. Are you also resting your feet here? Who are you? Oh, my brothers and I are all merchants. We just finished doing business in Liyue, and we're preparing to head back to Mondstadt. You look rather tired. The cart we hired will be coming in a while. What say you to coming along for the ride? Ich fühle mich schon ein wenig erschöpft. Let's go then. We can make conversation along the way. The more the merrier. There's no need. Now shoo, get out of our way. Huh? Miss, is there something wrong? Cease your pretensions, bandit. Picking up people on the road who appear vulnerable, robbing them blind once they've gotten on the cart, and then taking them to some Archon-forsaken place. Is that your deal? What are you saying? We came over here to make conversation, and this is how we're rewarded? If you don't want to get on, don't. Crazy girl. Well then, shall I tell you now which objects you have on you that are stolen? If you have any quibbles, we can bring people to corroborate what I've said, and all will come to light. If I lose, I'll pay you 20,000 mora. But if I win, then you'll be eating prison rations in Liyue Harbor tonight. How about it? If you're real legitimate businessmen, there's nothing to fear, is there? You've pushed it too far, brat. I don't know how you found out, but as long as we get rid of you, no one will have to know. Mona, pass auf! Don't fret, it's just a few bandits. You said earlier that there was nothing amazing about astrologists? Well then, this is a good time to show you what your master can do. Oha. Another test subject. Ja, das sieht doch gut aus. Das schaut nach einer besseren Wasserkämpferin aus irgendwie. Oh. Da haben wir nochmal gedrückt lassen gerade. Shadows of Fate. Und noch das Ding, dann haben wir wieder Schaden und halt nass. Und dann noch mehr Schaden. Okay. The wrong test subject. Fate is upon you. Machen wir mal Q. Okay. War ganz gut. Wow. What did you think? Did that satisfy your expectations? Der Kampfstil ist beeindruckend, dass die Banditen durchschaut. Such things are elementary for an astrologist.
Lies are worthless before astrology. Destiny and truth are written in the stars. Verstehe. Though it may take more time to garner the specifics, I can read the gist of a situation at a glance. Klasse. But you did hit some bumps in the road. That's because Tivat's stars can only display the fates and truths of this world. Anything related to you becomes like a fog that even I cannot penetrate. That is why I must meet that successor. With our knowledge combined, I might be able to gain new insight into your fate. Ich bin schon ganz aufgeregt und auch fast tot wahrscheinlich. Whatever the case, you've got everything to gain from this trip. All right, I'm rested. Let's get this journey to Mondstadt over with. If only we had a cart. I thought you weren't tired. Ich habe viel Schaden genommen, komischerweise. Ich weiß gar nicht warum. Das war ein Gespräch. So verwirrend war das ja auch wieder nicht, was der alles gesagt hat. Sehr komisch. Also irgendwas hat mich da verletzt. Ihre Worte haben mich so sehr verletzt, dass ich schon nur viel Leben verloren habe jetzt. Was war unser nächstes Ziel? Ach, kurz vor Mondstadt sind wir da schon. So ein Käse. Naja, gut. Are you ready? Don't shame your master now. We're about to meet that successor. Du weißt schon, dass ich nichts vorhersehen kann. Du weißt schon, dass ich nichts aus den Sternen lesen kann. I guess. Wait, no. It won't do if you have no idea at all, even if you are a fake disciple. We have a rule that forbids us from teaching outsiders, but I suppose I could teach you. My astrology is based on hydromancy, and as the name suggests, I use the reflections in water bodies to observe the true starry sky. Allow me to demonstrate. Watch closely now. From the present station and movement of the stars, I see. So that successor is a young, female Knight of Favonius. Krass. Doesn't that sound like Lisa? We will meet her here presently. Well, that's all the information we need. Wie, das war's? Ich konnte doch gar nichts sehen. It seems that even basic astrology can't be grasped in one go. Never mind, I'll explain in detail later. She's here. Wow, it's you, Miss Honorary Knight. Oh. And Paimon too, you're back. Kli schon wieder. That's her, the successor to great knowledge. Du meinst Kli? Du musst dich geirrt haben. Successor? That's right. I am the astrologist who has plumbed the depths of the ocean of stars. Surely you have long calculated my arrival as well. An ocean of stars? What's that? Does it have fish in it? Fish? No, don't play dumb. Is this some kind of game? I should be the one saying that. I didn't get what you said at all. Du führst doch das führt doch zu nichts. Deswegen habe ich doch gesagt, du musst dich geirrt But haben. my predictions can't be mistaken. Well, let's make sure. Your mother's name is Alice, isn't it? That's right. Oh, so you're Mommy's friend. But she's gone very far away. My readings told me as much. But before she left, she must have imparted her mystical arts to you, surely. Mystical arts? I don't get it. Mommy only taught me to make jumpy dumpties. So Glee's mother is the friend and rival of Mona's teacher? Yes. As well versed in astrology as she was, my master knew only astrology. Alice, on the other hand, was skilled in a great many other mystical fields. Well, Glee's so young. So even if she'd heard this deep knowledge, she might not have understood. Yes. It seems she has inherited the blood, but not the knowledge. What a miscalculation. Yes. So before Alice left, did she tell you about a 50-year agreement and about a certain box? Oh, I know this one. So you're here for that box. I'll look. Wait here.
Not this one. Or this one. No, it's not this one either. Ah, I remember now. I buried it together with my new treasure at Windrise. Das wird doch nicht wieder eine Bombe sein. Warum verbuddelst du immer alle wichtigen Sachen in der Wildnis? Wait for me. I'll be right back. Klee, don't just run off. Don't you need the things in your pack? I'll help her pack these things back in. You go after her. Looking at how rash she is, I worry for the box. Und ich erst. So, hole Klee an und hol die Kiste zurück. Windstieg, natürlich. Das mache ich. So, danke. Nice. Oh je. Selben Schwierigkeiten. Das sind auf jeden Fall sonst Windnastern oder was? Mühlenaster. We're here. This is it. Let's dig it up. Das müssen Dendroschleime gewesen sein. It can't be. I put a sign here. There's no mistake. Dendro slimes. Tja, wer hätte es geahnt? We can talk later. Let's take them out first. Schau, es wird nur einer, aber na gut. Nice and spicy. Stell mal, ja? Oh, okay. Found it. It's this box. Hier brennt. Ah, na gut. Glad it wasn't damaged in the explosions. Retrieval complete. Let's bring it back. Jo. Glatte Klee, Kiste zur Mona. Gut. Das war nicht allzu schwer. So, dann bin ich mal gespannt, was in dieser tollen Box ist. Und ob es wirklich toll ist. You're back at last. The wait was exceedingly dull. I had intended to read a book to pass the time, but this one was just some ridiculous diary. Nothing of note in it at all. It dropped from Klee's backpack, so I thought it might contain some ancient knowledge, but... Never mind that. So, did you find the box? We did. It's in perfect shape. That's wonderful! Wait a moment. Why isn't it locked? And why is it empty? Huh? Well, it's because I borrowed this box to store my treasures. Borrowed? But since you're here for the box, I took all my treasures out. That's why it's empty. You used it to store your things? Then where are the original contents of the box? That's what I want. Oh, you want the thing that used to be in the box? You should have said so. You haven't broken it, have you? No, it's not broken at all. It's the book in your hand. What? This. So this book, this diary, is that Hag's... It's her diary from 50 years ago? The thing she wanted back after 50 years was the dark history of her youth? I'm finished. No wonder that old woman said I should not look at it no matter what, or she'd rip me to shreds. Am I in trouble? It was you who said you wanted the box. You didn't say anything about the thing inside. I don't know anything. I'm leaving. Bye. Ah, rührendes Ende. Klee kann doch nichts dafür. Well, if you don't say anything, your master won't find out, will she? Impossible. Astrology can see through all lies. You've seen it yourself. After having spent all my mora to come to Mondstadt, not only have I gained no knowledge, but now I can't return. How did it come to this? That's so sad. Maybe you could forget everything in that book and then go back. That's... too difficult.
And even if I wanted to stay in Mondstadt, it would be... Endlich, teuer. Yes. How can I maintain a proper astrologist's mentality if I stay with all these Philistines? Well, then you'll just have to go back and face your master. Stop talking about it. I guess I'll have to... I'll just have to stay in Mondstadt temporarily. Once that old crone's reached the end of her days, I'll be free. Du bist zu einer erschreckenden Schlussfolgerung gekommen. Hältst du das für eine endgültige What will I Lösung? do about my astrology research? No, wait. I don't even have a place to stay. About that, we can go ask Catherine at the Adventurers Guild. Let's see if she can help. The Adventurers Guild? Ah, right. You can do commissions for them in exchange for... You know what I mean, don't you? Ganz recht, zumindest ist das der Plan. Oh, thanks. Never mind, it's nothing. Okay. Römi Catherine hilft Mona, einen Platz zum Übernachten zu finden aus dem Weg. Catherine hat da sicher was parat. Hätte mir auch tippen können, aber ob das dann schneller gegangen wäre, weiß ich nicht. Ad Astra Ab. Na klar. Monas Geschichte und ihre missliche Lage. I see. I understand the situation. There is a magic laboratory in Mondstadt that has been sealed by some unknown person. Ah, das. Although we have a few specialists who could break the seal, they all have their own labs and aren't that interested in the matter. I believe that if the astrologist you mentioned can break the seal, the owner of that house wouldn't mind if she stayed there. Das schafft sie bestimmt. Ich werde sie dorthin begleiten. All right. Then allow me to tell you where the house is. Ich weiß, wo es ist. Direkt daneben. So, geht's zum magischen Labor. Das Siegel, genau. Hallo, lass mich da durch. Das magische Siegel, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ja, genau. Ja. Untersuchen. The Schauen wir person mal. who placed this seal is by no means simple. Breaking this seal by force is nigh on impossible. Interesting. I suppose it's worth using my astrology on. Okay. Let me see. I see. So, if you first, and then you... And then. Bin ich hier nicht so weit irgendwo drin? Also. All right, it's open. Ne, das soll passen. Oh. Holy moly, that's amazing! Egal. Eigentlich nicht egal, oder? Und die Kamera, die war doch schon mehr da. Oder war die Werte drin? Nee, aber das passt ja eigentlich. Sekunde mal, ich musste ganz kurz. Acer, was ist der Acer nochmal, der dort? Aber in der Mitte passt schon. Okay. Oho, das war Now we beeindruckend. just need to go back to Catherine and you'll be able to stay here. Die Kamera hat sie nicht verschoben oder so. Na, okay. No need, no need. You have my utmost thanks. You are? Oh, I'm Goth, the owner of this house. I passed by the Adventurers Guild a while back, and Catherine told me about the matter. I never thought this troublesome seal would be dispelled so quickly. Tja, Does that mean I can stay here? Of course, of course. The facilities inside were just being left there anyway. I would be glad to have someone make use of them. macht Sinn. To express my thanks, I shall rent this building to you at the lowest possible price. Rent? I didn't hear anything about rent, and I helped out too. Yes, of course, I understand. I am most thankful to you for that. So rest assured that I will give you the best rates. I mean... Paimon thinks Mona's misunderstood something, but... Das scheint immer noch die beste Wahl zu sein. Du musst einfach etwas sparsamer sein. I guess I don't have any other choice. I'll rent this place. Great! Then we are agreed. I will go prepare the documentation. Please wait here. Thanks for your help. Also, well, I'm very sorry, but I won't be able to do what I agreed to help you with just yet.
Without the necessary tools and without new knowledge, it will take me some time to see your destiny clearly. But I promise that I'll do a reading for you first thing once I'm ready. Wie ich schon sagte, diese Reise schadet niemandem. Dann wünsche ich dir viel Glück. Thank you. Our traveling together was fate. And of the good kind, I'd say. I wish you both safe travels. As for me, I need to think of the future as well. Tada! How's she gonna Also, make a living if she doesn't use astrology to make money? Maybe we should come back and check on her once in a while. It would really be bad if she fainted from hunger in there. so, Astrolabos. Erster Akt abgeschlossen. Während des Schicksal. Wunderbar. Cool, dann haben wir doch heute wieder einiges geschafft. Viele Nebenmissionen, aber auch so Legendenaufträge haben wir gut gemacht. Da haben wir noch drei verschiedene und das ist dann wieder die Hauptmission. Da muss ich noch mehr solche Steine sammeln. Das dauert noch schon noch ein bisschen. Da muss ich alle Geodinger finden, glaube ich. Also, ja. Da schauen wir mal, wie viel brauche ich? 8 tägliche Missionen. Also übermorgen habe ich da die nächste Mission. Die kann ich noch freischalten. Die und die und die. Ich weiß nicht, warum ich sie schon genommen habe, obwohl ich da noch andere habe. Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Da kann ich auch schon den zweiten Akt mit Zhongli. Ach du Kacke. Habe ich einiges vor mir. Aber für heute lasse ich es, glaube ich, erstmal. Sonnensinnsbelohnung für Liebe. Das könnte ich machen. Ist das da oder wo ist das nochmal? Das Ansehen ist da und die Abenteuergilde ist da, ja. Das ist die Abenteuergilde, wo ich das machen kann? Nein, das war hier. Tägliche Missionen. Machen wir wieder zufälliges Gebiet. Das mit Mondstadt wollte ich nur, dass ich die eine Mission da bekomme. Damit ich halt die restlichen Nebenmissionen in Mondstadt noch machen kann. Vielleicht sollte ich das jetzt doch auf Liue dabei umstellen. Vielleicht, dass man da noch ein paar Missionen freischaltet. Ja, ich nehme doch dabei Liue, würde ich sagen. Okay, wunderbar. So. Jetzt würde ich gerne zur Abenteuergilde muss ich jetzt nicht mehr. Ich dachte, das wäre dort gewesen. Das war aber einfach in dem Menü dann drin. Also ich habe ja alles. Tag. So, und das kann ich mir hier noch abholen. Liebe Aufträge einen. Naja, gut. Hätte ich mir sparen können. Also 6 liebe Aufträge noch. Noch nicht erreicht. Da steht auch nicht, wann wir die Mission hier bekommen können. Wir sehen mit dem Jadegemach. Okay. Da bin ich mal gespannt. Gut. Wunderbar. Das haben wir alles für heute mal geschafft. Jo, auch ein ziemlich ereignisreicher Tag. Wir sind dann alles einmal abgeschmiert. Und so weiter und so fort. Und den Rest kennt ihr ja. Dann seid ihr hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Bei diesen Folgen, die ich jetzt gerade aufgenommen habe, waren ja mehrere. Und ja, dann würde ich mich sehr über ein Like und Kommentar freuen, wenn es euch gefallen hat. Ja, dann hoffe ich, sehe euch beim nächsten Mal wieder. Jetzt muss ich aber weiter, da wirklich was Wichtiges zu erledigen. Also tschüssi!